Mächtige Götter sind unter uns. Vom Himmel aus zerschmettert Zeus alles, was seine Herrschaft gefährdet. Einst erstickte das göttliche Ungeheuer Taifun die Erde in seiner erdrückenden Umarmung. Doch die Erde gehörte Zeus und der Gott nahm Taifuns Rebellion nicht lange hin. Er entfesselte seine Mächte für einen wütenden Angriff. Und als die Schlacht vorüber war, blieb ein Inferno. Das Feuer breitete sich immer weiter aus und ließ nur Asche und Ödnis zurück. Was nur könnte dieses unsterbliche Feuer bändigen? Zeus fand eine Antwort. Er schloss die Flammen unter einen Berg ein und hinderte sie so daran, die ganze Welt zu verschlingen. Dieses Feuer brennt auch heute noch und macht seiner Wut mit heißem Rauch Luft. Auf der Asche dieses flüssigen Feuers entstand unsere mächtige Stadt. Nun kämpfen die Kinder des Zeus, Athene, Apoll, Ares und deren Geschwister, eigene Kämpfe und wir sind darin gefangen. Doch ein Gott ist größer als alle anderen und seiner Macht beugen sich Götter wie Sterbliche ohne Unterschied. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin euer Dominus und wir starten eine neue Spielereihe mit dem Nachfolger von Pharao aus dem Hause Impressions Game, nämlich Herrscher des Olymps, Zeus, mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon, die ich kurz Zeus und Poseidon nennen werde. Zeus wurde 2000 von Sierra Entertainment veröffentlicht, das Add-on Poseidon folgte 2001. Am grundsätzlichen Spieleprinzip hat sich gegenüber Pharao und Caesar 3 nicht viel verändert. Wir werden hier im antiken Griechenland unsere Städte und Kolonien gründen, unsere Bürger mit Waren und Dienstleistungen versorgen, Handel betreiben, Krieg führen, und auch Aufgaben und Quests erfüllen, die wir zum Beispiel von unseren Göttern gestellt bekommen. Allerdings gibt es dann doch einige größere Veränderungen im Spiel, die mir nicht so gut gefallen haben, so dass ich dieses Spiel nicht mit der gleichen Leidenschaft gespielt habe wie zum Beispiel Pharao. Jetzt, 20 Jahre später, werde ich mich nochmal intensiv mit diesem Spiel in diesem Let's Play beschäftigen. Und wer weiß, vielleicht weckt es ja doch die Leidenschaft für dieses Spiel in mir. Gut, wir beginnen jetzt hier mit Herrscher des Olymps, Zeus. Ja, und wir müssen natürlich erstmal dem Oberhaupt einen Namen geben. Das habe ich bereits getan, natürlich Dominus. Von daher können wir jetzt hier weitergehen. Ja, und dann können wir jetzt hier als Oberhaupt unsere Spiele starten. Die Kampagnen werden bei Zeus als Abenteuer bezeichnet. Zeus hat aber auch hier ein sehr umfangreiches und gutes Tutorium, wo in kleinen Kampagnen mit viel Text und Informationen diese einzelnen Themen hier beschrieben werden. Wir werden aber unser eigenes Tutorium starten, von daher werde ich hier dieses Tutorium verlassen. Ja, und dann beginnen wir auch mit unserem Tutorium für Zeus. So präsentiert sich also unser Bildschirm, wenn wir ein Abenteuer oder ein Endlosspiel bei Zeus starten. Mit der P-Taste können wir erstmal in den Pausenmodus und uns die Karte in Ruhe anschauen. Mit der Maus können wir hier an den Rändern links, rechts, oben und unten durch die Karte scrollen und uns alles in Ruhe anschauen. Wie gewohnt haben wir hier oben links den Dateibutton, wo wir unsere Abenteuer starten, laden, speichern und löschen können. Hier können wir das Spiel auch verlassen. Das geht natürlich wesentlich einfacher mit der Escape-Taste. Unter den Optionen können wir noch die Feinjustierung des Spieles vornehmen im Bereich Anzeige, Sound und Geschwindigkeit. Hier können wir auch den Schwierigkeitsgrad einstellen. Wir spielen unser Let's Play im Schwierigkeitsgrad Schwer, der in diesem Spiel als Titan bezeichnet wird.
Sehr schwer sind die Olympier, normal ist der Held, einfach wird als Sterblicher bezeichnet und sehr einfach Anfänger. Wir bleiben aber im Titan-Modus. Mit Rechtsklick geht es wieder raus. Gehe ich noch mal ganz kurz hier auf die Nachrichten ein. Zeus hat während des Spieles jede Menge Nachrichten, die auftauchen. Das kann mit der Zeit etwas anstrengend werden, besonders wenn es immer die gleichen Nachrichten sind. Von daher kann man diese auch entsprechend einstellen. Wir haben hier einmal die komplette Nachricht, die abgespielt wird. Wir können sie komplett ausschalten oder eine Kurzfassung uns anhören. Da werde ich später noch ein bisschen drauf eingehen und gegebenenfalls hier noch Veränderungen durchführen. Neben dem Hilfe-Button haben wir hier auch unsere Stadtkasse. Die Währung im antiken Griechenland war Drachmen gewesen. Hier haben wir unsere Bevölkerungszahlen. Ja, und ganz links haben wir das aktuelle Datum unseres laufenden Spieles. Das Baumenü bei Zeus ist anders aufgebaut als bei den Vorgängern. Wir haben jetzt hier Reiter, wo die verschiedenen Bauwerke untergebracht sind, die wir bauen können. Jeweils immer nach verschiedenen Themen hier geordnet. Hier haben wir den Reiter Bevölkerung und dann können wir sehen, dass wir hier unsere Wohngebäude haben. Wir haben aber nicht nur die Gebäude hier untergebracht, sondern auch jegliche Informationen dazu. Denn bei Zeus gibt es keinen Berater mehr. Sämtliche Informationen finden wir immer hier in diesem Bereich. Wir haben hier diese Feder als Reiter. Das ist die sogenannte Informationsfeder. Hier können wir immer umschalten, wenn wir Informationen haben möchten, oder hier auf die Minimap. Die Minimap zeigt uns die gesamte Karte an. Der aktuelle Ausschnitt, den wir jetzt hier sehen, ist rot umrandet und hier können wir dann auch entsprechend in der Minimap klicken und sind dann immer im entsprechenden aktuellen Ausschnitt. Ja, zu diesen ganzen Informationen, die hier unter diesen Reitern verborgen sind, werde ich im Laufe des Tutoriums noch genauer darauf eingehen. Schauen wir uns die Karte nochmal in Ruhe an. Wir haben keine unterschiedlichen Landschafts- und Klimazonen in diesem Spiel, da wir uns nur im Bereich des antiken Griechenlands bewegen, wo wir halt keine unterschiedlichen Landschaftstypen haben. Wir haben hier diese beigefarbene Kennzeichnung, das wird als leeres Land bezeichnet, unfruchtbares Land, was aber bebaut werden kann. Dann gucken wir mal ein bisschen weiter hier. Wir haben auch Gewässer, Flüsse und Uferlinien. Hier diese Signatur ist Strand, können wir nicht bebauen, aber begehen. Wir haben hier zum Beispiel Sumpfland, das kann auch nicht bebaut werden, aber begangen werden. Auch bei Zeus haben wir hier solche Felsformationen, die nur an bestimmten Stellen auch entsprechend Zugang gewähren. Hier kann man das so ein bisschen sehen. Hier kann man später Wege bauen, um überhaupt hier zu diesen Bereichen zu gelangen. Wir haben hier die erste Ressourcenkennzeichnung, hier diese kupferfarbenen Nugget. Wenn wir die mit der rechten Maustaste anklicken, sehen wir auch kupfererzhaltiges Gestein. Hier können wir Kupfer abbauen. Aber nicht nur Kupfer können wir abbauen. Hier sehen wir nochmal eine andere Ressourcenkennzeichnung mit so silberfarbenen Nuggets. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Wenn wir das hier anklicken mit der rechten Maustaste, sehen wir, dass wir silbererzhaltiges Gestein haben. Hier können wir jetzt Silber abbauen. Das sind die zwei Mineralien, die wir hier entsprechend gewinnen können. Ja, und hier sehen wir eine Signatur von so violettfarbenen Punkten. Das sehen wir auch hier in der Minimap. Diese farbliche Kennzeichnung. Das wird als Wiese bezeichnet und das sind unsere fruchtbaren Gebiete. Hier können wir Landwirtschaft und Viehzucht betreiben. Eine weitere Ressourcenkennzeichnung ist hier diese helle Fläche. Sie wird als Steinbruch bezeichnet und hier können wir Marmor abbauen. Ja, und hier haben wir auch nochmal andere farbliche Kennzeichnungen. Wir haben auch hier Baumbestände und die Baumbestände können wir auch nutzen, indem wir Holz gewinnen können. Auch diese Flächen sind alle begehbar und auch bebaubar, also auch die fruchtbaren Gebiete, aber diese sollten wir doch eher für die Landwirtschaft nutzen. Es gibt keine Königstraße, die unsere Karte durchzieht. Wir haben jeweils immer einen Ein- und einen Ausgang. Hier sehen wir, wie diese Straße in diese Karte mündet, aber dann auch hier aufhört. Und wir haben hier am anderen Ende
den Ausgangspunkt, wobei man jetzt nicht weiß, was Eingangs- und Ausgangspunkt ist. Wir haben keinen vordefinierten Immigrationspunkt. Wir müssen also immer sehen, wo unsere Siedler entsprechend einwandern. Denn von da werden auch unsere Händler entsprechend in unsere Stadt kommen, um zu handeln. Ja, jetzt haben wir aber auch genug entsprechend hier alles erklärt. Wir beginnen jetzt unsere erste kleine Siedlung zu gründen. Die große Frage ist natürlich, wo soll ich denn jetzt meine Stadt gründen? Und ein guter Tipp ist immer, eine Stelle zu finden, wo wir in der Nähe Landwirtschaft betreiben können, um Nahrungsmittel zu produzieren. Also hier können wir eigentlich unsere Stadt ganz gut gründen. Wir haben die Möglichkeit, hier und hier zu expandieren. Und wir haben hier halt die landwirtschaftlichen Nutzflächen. Wir haben hier auch den Fluss und an diesen langen Uferlinien können wir auch maritime Gebäude errichten. Also das scheint mir ein ganz guter Standort zu sein. Aber auch hier auf der gegenüberliegenden Seite haben wir eine große Fläche, wo wir bauen können und auch uns weiterentwickeln können. Hier haben wir landwirtschaftliche Nutzflächen, also wir können hier auch unsere Bürger gut mit Nahrungsmitteln versorgen. Scheint mir auch ein guter Standort zu sein. Allerdings müssen unsere Bürger dann hier über den Fluss, weil ja auf dieser Seite der Immigrationspunkt ist. Von daher entscheide ich mich hier für den ersten Vorschlag und werde jetzt unser erstes Wohngebiet mal konzipieren. Ich habe jetzt hier unser erstes Wohngebiet schon vorkonzipiert. Die Straßen bauen wir übrigens hier über diesen Button. Wir können auch hier eine Sperre errichten und planieren. Hier können wir den letzten Befehl rückgängig machen. Hier können wir Nachrichten lesen. Ja, und hier unten die 3 Buttons, da haben wir nochmal das Episodenziel, was wir uns ansehen können. Hier können wir unsere Karte drehen im und gegen den Uhrzeigersinn. Wenn wir hier auf dieses Symbol klicken, wird unsere Karte genordet. Ja, und hier haben wir die Möglichkeit, auf die Weltkarte zu gehen. Ja, und wir haben wieder hier einen klassischen Loop errichtet, denn auch bei Zeus ist es so, dass für die Entwicklung der Stadt unsere Bürger mit Dienstleistungen und Gütern versorgt werden müssen. Und unsere Bürger gehen halt nicht zu den Dienstleistungen oder zu den Gütern, sondern Gütern und Dienstleistungen müssen zu unseren Bürgern gebracht werden, in Form von Spezialisten, die dann hier diese Straße entlang gehen und unsere Bürger mit den gewünschten Dienstleistungen und Gütern versorgen. Und deswegen sollten wir auch so wenig Kreuzungen wie möglich bauen, damit unsere Spezialisten nicht so viele Möglichkeiten haben, ihre Richtungen zu ändern. Allerdings, wie ich eben schon erwähnt habe, haben wir auch die Möglichkeit, wieder Sperren zu bauen. Damit können wir das natürlich auch sehr gut steuern. Ja, ich würde sagen, wir errichten unsere ersten Wohnungen. Wir haben jetzt hier den Reiter Bevölkerung und dann haben wir hier die Möglichkeit, unsere Wohnungen zu bauen. Und wir sehen hier eine Neuerung bei Zeus, nämlich, dass wir 2 Arten von Wohnungen errichten können. Einmal die einfache Wohnung und einmal die gehobene Wohnung. Die einfache Wohnung ist die Wohnstätte unserer Arbeiter. Ja, und die gehobene Wohnung die Wohnstätte unserer Patrizier. Wichtig ist zu wissen, dass die gehobenen Wohnungen erst in einer entwickelten Stadt errichtet werden können. Es müssen nämlich verschiedene Güter schon vorhanden sein, bevor man diese Wohnungen bauen kann. Also zu Anfang können wir nur einfache Wohnungen bauen. Das tun wir. Und wir sehen hier die Parzellen. Und auch das ist neu, die Parzelle ist jetzt 2 mal 2 Felder groß, nicht mehr nur ein Feld. Da muss man bei der Konzeption der Wohngebiete ein bisschen darauf achten, dass man hier immer genau die entsprechende Anzahl von Feldern hat. Und hier, linke Maustaste gedrückt halten, können wir ziehend die Parzellen setzen. Und dann sehen wir jetzt zum Beispiel jetzt hier geht es jetzt nicht weiter, da fehlt uns jetzt noch eine Parzelle. Dann bleibt halt so eine Lücke, das ist aber gewollt. Warum, werde ich nachher noch zeigen. Ja, und dann haben wir jetzt hier unsere Parzellen und was ihr auch gesehen habt, ist, dass wir im Pausenmodus bauen können. Das ist auch neu bei Zeus und das finde ich wunderbar. Wir können also in Ruhe bauen, ohne dass wir die Geschwindigkeit verändern müssen. Ja, und jetzt würde ich sagen, bauen wir nochmal eine Runde Parzellen. Linke Maustaste gedrückt halten, ziehend können wir das
so wiederholen. Ja, und dann haben wir unsere Parzellen jetzt ausgewiesen. Sämtliche Kosten, die durch den Bau entstehen, werden natürlich direkt von unserer Stadtkasse abgezogen. Gut, dann können wir jetzt den Pausenmodus deaktivieren. Die Geschwindigkeit ist auf unsere gewohnten 70% eingestellt. Ja, dann gucken wir mal, von wo unsere neuen Siedler einwandern. Unsere Siedler wandern von Osten her in unsere Stadt ein und wir können jede beliebige Person anklicken mit der rechten Maustaste. Eine neue Stadt, ein neues Heim und vielleicht eine neue Arbeitsstelle. Fortuna ist mir wahrlich hold. Ja, das finden wir natürlich toll. Ich hoffe, du findest eine Arbeitsstelle. Ja, diese Personen können uns dann verschiedene Informationen über die Lage und Situation unserer Stadt Auskunft geben. Ja, solange unsere Siedler noch auf dem Weg zu ihren Parzellen sind, gucken wir uns noch mal ganz kurz den Reiter Bevölkerung an und hier die Informationen, die wir haben. Wir können sehen, für wie viel Menschen Platz in den Wohnungen sind, ob die Menschen gerne in unsere Stadt einwandern oder ob es da irgendwelche Veränderungen gibt und wie viele Neuankömmlinge pro Monat zu erwarten sind. Hier haben wir die Lupe. Wenn wir die mit der linken Maustaste klicken, öffnet sich nochmal ein Infofenster und hier können wir die Bevölkerungsgeschichte sehen, also wie im Laufe der Zeit unsere Bevölkerung sich entwickelt hat. Und hier unten haben wir das Gesellschaftsdiagramm. Da können wir sehen, in welchen Gesellschaftsschichten unsere Gesamtbevölkerung leben. Kann man natürlich jetzt noch nicht viel sehen, weil wir noch gar keine Bürger in unserer Stadt haben, aber da kommen ja unsere neuen Siedler. Hier haben wir nochmal einen Button, der heißt Vorräte. Wenn wir den anklicken, öffnet sich eine Spezialkarte und wir sehen, welche Güter in den Häusern gelagert sind und was fehlt. Und wir sehen hier, dieses blinkende Symbol heißt, hier fehlen Nahrungsmittel. Wenn Nahrungsmittel vorhanden sind, ist es grün unterlegt, das werden wir nachher sehen. Ja, und dann können wir hier entsprechend wieder raus und wir können mal sehen, wie sich hier die Zahlen auch verändert haben. Wir haben die erste Entwicklungsstufe unserer einfachen Wohnungen, nämlich die Hütte. Wir können jedes Gebäude mit der rechten Maustaste anklicken und dann öffnet sich ein Infofenster. Wie gesagt, wir können sehen, was die Bewohner brauchen, um sich weiterzuentwickeln, nämlich Nahrung. Wir können sehen, was in den Wohnhäusern gelagert ist und wie viele Menschen in dem Wohnhaus leben. Also in der Hütte haben wir Platz für 8 Bewohner, wobei jetzt erstmal nur 2 Bewohner dort leben. Und hier haben wir nochmal allgemeine Informationen, ob Steuern eingetrieben werden, ob es Kriminalität gibt und wie zufrieden die Bürger mit unserer Stadt sind. Gut, ja, wir brauchen also Nahrungsmittel. Bevor wir das aber machen, müssen wir Folgendes beachten. Auch im antiken Griechenland sind unsere Gebäude nicht vor Feuer und Einsturz gefeit. Wir brauchen also auch hier eine Sicherungseinrichtung, die dafür sorgt, dass unsere Gebäude gewartet werden und nicht in Flammen aufgehen. Diese finden wir hier unter dem Reiter Gesundheit und Sicherheit. Wenn wir das anklicken, können wir sehen, welche Gebäude wir hier errichten können. Und darunter finden wir das Architekturbüro. Das müssen wir als erstes bauen. Wir sehen hier auch wieder verschiedene Buttons. Das sind diese Spezialkarten. Und wenn wir jetzt hier auf den Button Gefahr gehen, können wir schon sehen, dass jetzt einige Gebäude schon eine Brandgefahr darstellen. Nämlich hier diese Säule, die weiter wächst und irgendwann dann das Gebäude in Flammen aufgeht. Haben wir hier so eine Signatur, sehen wir, dass es keine Einsturz- und Brandgefahr gibt. Ja, dann errichten wir jetzt hier ein Architekturbüro und hier gibt es auch eine Neuerung. Bei Zeus gibt es keine Arbeitsrekrutierer mehr. Das heißt, alle Dienstleistungs- und Produktionsgebäude brauchen keinen direkten Zugang mehr zum Arbeitsmarkt, indem die Zugang zu den Wohngebäuden haben. Das ist natürlich super, das heißt, ich kann frei in der Karte bauen, ohne dass die Gebäude Zugang zur Stadt und zum Arbeitsmarkt haben. Automatisch werden die Gebäude mit Mitarbeitern versorgt, sofern welche vorhanden sind.
Ja, da haben wir jetzt hier unser Architekturbüro gebaut und dann müssen wir den Pausenmodus natürlich wieder deaktivieren, sonst passiert hier nichts. Ja, hier sehen wir, das Architekturbüro hat Mitarbeiter, ist animiert und da sehen wir hier den Architekten, wie er jetzt die Straßen entlang geht. Ja, und da, wo er entlang geht, wird die Gefahr von Feuer und Einsturz minimiert. Da sehen wir es. Ja, und wenn wir hier diese Signatur haben, ist alles in Ordnung. Das müssen wir als erstes bauen. Ja, und wenn wir jetzt hier wieder draufklicken, dann sind wir wieder im normalen Modus. Ja, und wir sehen, wie weitere Bürger in unsere Stadt einwandern. Jetzt wird es Zeit, dass wir Nahrungsmittel produzieren. Wir können bei Zeus unterschiedliche Nahrungsmittelarten herstellen. Wir können Farmen errichten und Weizen anbauen, Karotten oder auch Zwiebeln. Wir können Viehzucht betreiben und mittels Ziegen Käse herstellen. Ja, und wir können Fischfang betreiben, wir können jagen und Fleisch produzieren und wir können ganz exotisch Seeigel sammeln. Die Gebäude für die Landwirtschaft finden wir hier unter dem Reiter mit den 3 Ähren. Und hier haben wir die 4 Icons, wo wir die Gebäude dafür finden. Für die Nahrungsversorgung haben wir hier die Farmen. Und jedes Mal, wenn wir ein Feld haben, wo wir hier oben einen kleinen gelben Pfeil haben, heißt das, dass hier drunter die verschiedenen Gebäude aufgeführt sind. Klicke ich das jetzt hier an, sehe ich, dass ich jetzt von den 3 Feldfrüchten, die wir anbauen können, hier nur die Weizenfarmen bauen kann. Bei Viehzucht haben wir hier halt die Käserei, die mittels Ziegen dann Käse herstellen kann. Ja, und die Wollsammelstelle produziert Wolle mittels Schafe. Das brauchen wir aber erst später in der Entwicklung unserer Stadt. Ja, dann haben wir hier noch Land und Meer. Hier finden wir den Jagdhof und hier würden wir auch den Kai und den Seeigelkai finden, wenn auf unserer Karte diese Ressource zur Verfügung steht. Hier haben wir noch die Plantagen. Die sind aber für die Nahrungsmittelproduktion erstmal uninteressant. Hier produzieren wir Rohstoffe für die weitere Verarbeitung. Da komme ich später nochmal drauf zu. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir doch mal ein paar Weizenfarmen auf. Dafür habe ich jetzt hier die Straße in das fruchtbare Gebiet gebaut. Werde jetzt hier noch schnell eine Sperre setzen. Ja, dann müssen wir hier, glaube ich, noch etwas planieren. Ja, und dann bauen wir doch unsere ersten Weizenfarmen. Ah, da bauen sie sich schon auf. Na, hier. Das passt. Und hier auch. Ja, und geübte Caesar 3 und Pharao-Spieler sehen natürlich am Design, dass das identisch ist mit den vorherigen. Wir haben hier unsere Farm und 5 Felder, die hier drumherum gruppiert sind. Und nach werden diese Felder reif und wenn alle Felder reif sind, wird natürlich geerntet. Wir müssen natürlich jetzt hier auch noch ein Architekturbüro bauen. Wir haben ja die Sperre gesetzt. Unser Architekt kann natürlich hier jetzt nicht mehr hin. Deswegen müssen wir jetzt hier noch ein Architekturbüro bauen. Ja, Architekturbüro ist gesetzt und jetzt müssen wir natürlich auch den Pausenmodus wieder deaktivieren. Daran muss ich mich ein bisschen gewöhnen, weil wir ja sonst ja keine Entwicklung haben, auch keine Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Ja, und unser Architekt läuft schon die Straße entlang. Ja, dann klicken wir mit der rechten Maustaste unsere Weizenfarm an, dann öffnet sich hier das Infofenster. Wir haben alle Mitarbeiter, 10, und die Produktion ist schon zu 6% abgeschlossen. Und wir können sehen, dass die Weizenernte immer im Juli erfolgt. Also wir haben jetzt hier ein ganzes Jahr noch Zeit, um unsere Ernte einzufahren. Das ist wichtig zu wissen, da nämlich unsere Karotten und auch Zwiebeln im April geerntet werden. Also durch die geschickte Auswahl unterschiedlicher Nahrungsmittelarten können wir hier kontinuierlich eine Ernte und somit eine Versorgung von Nahrungsmitteln gewährleisten. Ja, und wir haben natürlich auch dann eine zweite oder dritte Nahrungsmittelart, die wir unseren Bürgern zur Verfügung stellen können. Wir wollten aber noch eine Käserei bauen. Viehzucht, und dann sehen wir hier Käserei. Die setzen wir jetzt direkt hier hin. Dann müssen wir noch etwas roden. Jetzt müsste es aber gehen.
Sehr gut. Ja, wir brauchen natürlich jetzt noch eine Ziegenherde. Die Ziegen anklicken und wie gesagt, Ziegen und auch Schafe müssen auch auf fruchtbaren Gebiet, das sieht man hier, möchten sie nicht grasen, hier geht es. Und einfach mit der linken Maustaste anklicken und dann geht die Ziege auch an einem anderen Platz und dann kann man wieder drücken und wir drücken so lange, bis unsere Herde vollzählig ist. Ja, wir können 8 Ziegen hier auf unsere Wiese platzieren, dann ist die Herde für eine Käserei vollzählig. Ja, und wir sehen jetzt hier unsere Hirten, wie die jetzt die Ziegen hüten und später dann natürlich auch die Milch hier entsprechend melken, um den Käse zu produzieren. Ja, dann würde ich sagen, warten wir mal, bis der Weizen reif ist. In der Zeit schauen wir uns nochmal das Infofenster der Landwirtschaft an. Wir haben hier die Spezialkarte. Wenn wir die anklicken, sehen wir alle Gebäude der Landwirtschaft. Und wenn hier irgendwo ein Problem herrscht, wie zum Beispiel zu wenig Mitarbeiter, wird das in einem kleinen Symbol dargestellt. In dem großen Infofenster können wir sehen, für wie viel Bürger wir Nahrung produzieren. Und wir können jetzt mit dem, was wir hier haben, 776 Bürger versorgen. Da steht dann hier, zu viel produzieren wir. Und hier können wir sehen, wie viel Nahrungsmittel wir auf Lager haben. Gehen wir wieder auf die Lupe und öffnen das Infofenster der Landwirtschaft. Können wir sehen, was und wie viele Produktionsstätten für Nahrungsmittel wir haben, wie viel diese im Monat an Nahrung produzieren und wie viele Personen davon entsprechend ernährt werden können. Das ist leider hier sehr schwer zu lesen, dass hier ineinander fließt. Also wir können bei den Käsereien 264 Personen ernähren und mit den 2 Weizenfarmen 512, macht insgesamt 776. Das finden wir hier dann auch nochmal. Da sollte man immer mal drauf schauen, beziehungsweise immer hier gucken, wie ist die Versorgung. Ja, und wenn wir da ein Defizit haben, sollten wir so schnell wie möglich agieren. Wer mich verehrt, der kann auf die Vorräte der Schmiede zurückgreifen. Ja, und hier haben wir eine Besonderheit bei Zeus. Ab und zu kommen die wohlgesonnten Götter zu uns, besuchen unsere Stadt und machen sozusagen Werbung für diese Gottheit, ein Heiligtum zu bauen. Das Thema werden wir aber später erst angehen. In der Zeit lassen wir die Götter immer mal in unserer Stadt. Wenn sie dann genug geschaut haben, verschwinden sie auch einfach wieder. Ja, und weg ist er. Ja, bevor jetzt der Weizen reif wird, müssen wir natürlich auch die Lagerstätten für unsere Nahrungsmittel errichten. Das finden wir hier unter dem Reiter Vertrieb, symbolisiert durch diese Amphore. Hier finden wir das Silo, die Lagerhäuser, die Agroas, das sind die Märkte im antiken Griechenland, und hier finden wir die Handelsplätze. Für uns ist es erstmal wichtig, dass wir ein Silo bauen. Das Silo errichte ich wo? Hier. Und dann bauen wir die Straße so hier rüber. Silos und auch Gebäude der Landwirtschaft und der Produktion haben einen schlechten Einfluss auf die Attraktivität unserer Wohngebäude. Von daher immer in einem gebührenden Abstand zur Stadt errichten, aber das kennen wir ja schon aus Pharao und aus Caesar 3. Mit der rechten Maustaste können wir das Silo anklicken und dann öffnet sich das Infofenster. Hier können wir entsprechend dem Silo die Befehle erteilen. Wir sehen, welche Waren hier gelagert werden können, und wir haben hier die Befehle annehmen, wir können Ware fordern oder holen, wir können das Silo leeren und wir können nichts annehmen. Hier über dieses X können wir alle Waren auf Nicht annehmen einstellen und dann können wir selektieren jetzt, was angenommen werden soll. Einmal Weizen und einmal Käse. Da wir etwas mehr Weizen produzieren, werden wir es mal hier auf 20 Einheiten einstellen und Käse auf 12 Einheiten.
Interessant ist noch zu wissen, dass bei Zeus jetzt hier der Warenverkehr zwischen Silos ohne direkte Anbindung der Straße erfolgen kann. Also wenn jetzt ein Silo Ware fordert, wird der Karrenschieber die Ware bei einem anderen Silo holen, das nicht auf Fordern eingestellt ist, ohne dass es eine direkte Straßenverbindung gibt. Das ist natürlich sehr gut, so können wir zum Beispiel autarke Siedlungen auf der Karte mit einem Silo entsprechend versorgen, dieses aufholen, einstellen und dann kann auch dort entsprechend Nahrungsmittel eingelagert werden, ohne dass die Siedlungen miteinander verbunden sind. Ja, solange wir jetzt noch keine Nahrungsmittel im Silo haben, schauen wir uns noch mal ganz kurz das Infofenster vom Vertrieb an. Wir gehen nochmal auf die Spezialkarte. Da sehen wir jetzt alle Gebäude, die mit dem Vertrieb zu tun haben. Im Moment haben wir ja nur das Silo, später dann auch Lagerhäuser, Aguas und Handelsposten. Ja, und wir sehen hier unsere Wohngebiete, die diese Icons haben, wo jetzt das Rot blinkt. Das heißt, hier werden jetzt Nahrungsmittel gewünscht, beziehungsweise hier fehlen Nahrungsmittel. Ja, und hier in dem großen Fenster haben wir alle unsere Güter, die wir produzieren können. Und die können wir auch entsprechend anklicken. Dann sehen wir ganz kurz eine rote Schrift, Hamstern, und dann ist es auch gelb hinterlegt. Diese Ware wird jetzt entsprechend gehamstert. Wenn ich hier nochmal draufklicke, steht da nicht hamstern und dann ist der Befehl entsprechend aufgehoben. Das kann man jetzt relativ schnell machen. Hier die Lupe, sehen wir nochmal das Informationsfenster vom Vertrieb. Da sehen wir den Handelsstatus. Wir sehen unsere Waren, wir sehen, welche Waren für den Im- und Export zur Verfügung stehen oder auch nur für Export oder Import und wir sehen die Preise. Da werden wir später nochmal genauer drauf eingehen, wenn wir das Thema Handel haben. Ja, und jetzt sehen wir auch, der erste Käse ist im Silo eingelagert. Wir können jetzt unsere Bürger mit Nahrungsmitteln versorgen. Das erfolgt über den Markt und der Markt ist ja hier die Agora. Wenn ich da jetzt draufklicke, sehen wir hier oben zwei Typen von Agoras, die einfache und die große. Die Agora ist nur der Marktplatz, den wir bauen. Der muss dann mit Händlern bestückt werden. Wir haben 6 unterschiedliche Händler, die halt die unterschiedlichen Waren vertreiben. Ja, und die einfache Agora hat Platz für 3 Felder. Das sehen wir jetzt, wenn man sie hier aufbaut. Sie braucht immer den Anschluss hier an die Straße. So, wir werden sie aber jetzt hier errichten. So, dann wird auch schon gesagt, wir sollen Händler bitte für den Warenvertrieb hinzufügen. Das tun wir. Und wir werden jetzt hier den Lebensmittelhändler auf der Agora platzieren. Da baut er sich auf. Können wir entsprechend errichten. Mit der rechten Maustaste können wir die Agora anklicken. Dann sehen wir das Infofenster. 6 Waren können entsprechend auf der Agora gehandelt werden. Ja, und wir können auch hier die einzelnen Felder anklicken. Im Moment ist es ja so, dass nur für Nahrung jetzt ein Händler besteht. Deswegen steht auch hier keine Waren im Moment und die anderen sind halt mit keine Händler unterlegt. Und wir können das hier auch anklicken. Dann sehen wir keinen Einkauf. Wir können also auch den Handel mit diesem Gut entsprechend einstellen, wenn wir zum Beispiel irgendwas hamstern müssen. Gut, dann kann man hier nochmal draufklicken und dann ist der Befehl auch aufgehoben. So kann man auch die Agora entsprechend einstellen. So, jetzt warten wir darauf, dass unser Lebensmittelhändler hier auch entsprechend Mitarbeiter hat. Ja, da sehen wir unsere Marktfrau. Sie geht jetzt hier zum Silo und wird jetzt entsprechend die Nahrungsmittel holen. Und auch hier ist es so, dass sie im Gefolge mehrere Kinder hat, die die Körbe für sie tragen. So, jetzt ist hier entsprechend der Händler mit Nahrungsmitteln versorgt und dann wird der sogenannte Hausierer, das ist so ein Mensch mit einem großen Karren, hier sehen wir ihn, die Güter an unsere Bürger verteilen. Da sehen wir es jetzt und dann entwickeln sich auch unsere Wohngebiete weiter. Wir haben jetzt die Holzhütte und die Holzhütte kann sich erst weiterentwickeln, wenn sie Wasser bekommt. Okay. Das ist verständlich. Wo finden wir die Wasserversorgung? Die Wasserversorgung finden wir hier unter dem Reiter Gesundheit und Sicherheit. Da finden wir jetzt hier den Brunnen.
Und den Brunnen können wir überall auf der Karte errichten. Da brauchen wir keine spezielle Fläche für. So, dann bauen wir ihn jetzt hier auf. Ja, und auch hier ist es so, wenn er mit Mitarbeiter versorgt ist, ist das animiert, dann plätschert das Wasser, so wie jetzt. Und dann wird ein Wasserträger die Straße entlang gehen und unsere Wohngebäude mit Wasser versorgen. Das haben wir hier auch nochmal bei den Spezialkarten, bei Gesundheit und Sicherheit, Wasserversorgung. Dann sehen wir hier, dass die Gebäude jetzt alle keinen Wasseranschluss haben, beziehungsweise nicht mit Wasser versorgt werden. Ja, und jetzt müssen wir warten, bis der Wasserträger hier entlang geht. So, da ist er jetzt und wir sehen schon, wie die Säulen für die Wasserversorgung nach oben schnellen. Also unsere Wohngebäude haben jetzt entsprechend Zugang zu frischem Wasser. Gut, dann gehen wir mal hier wieder raus. So, und entwickeln sich die Gebäude weiter? Nein, dann fehlt noch irgendwas. Was fehlt denn? Aha, die Holzhütte, beziehungsweise die Bürger in der Holzhütte, möchten jetzt Zugang zu Kultur. Wir sollen also unsere ersten kulturellen Einrichtungen bauen. Ja, das werden wir jetzt auch als nächstes machen. Die Gebäude für die Kultur finden wir hier unter den Reiter Kultur. Diese bekannte Statue des Diskuswerfers. Wenn wir das hier anklicken, können wir sehen, welche kulturellen Gebäude wir errichten können. Wir haben hier die Philosophie. Unter der Philosophie finden wir die Philosophenschule und das Podium. Das Podium ist die Wirkungsstätte des Philosophen, wo er mit unserer Bevölkerung debattiert und philosophiert. Wir haben hier das Gymnasion. Hier werden Athleten ausgebildet, die dafür sorgen, dass unsere Bevölkerung sportlich aktiv bleibt. Hier finden wir das Schauspiel und im Schauspiel haben wir das Theater und die entsprechende Schauspielschule. Als letztes haben wir noch das Stadion, wo Wettkämpfe ausgetragen werden können. Kommen wir noch zu den Wettkämpfen, die hier bei Zeus doch eine größere Rolle spielen. Die Wettkämpfe im antiken Griechenland werden die Panhellenischen Spiele genannt. Es gibt insgesamt 4 Wettkämpfe. Jedes Jahr findet ein Wettkampf der unterschiedlichen Kategorien statt. Wir haben die Isthmischen Spiele, wo unsere Philosophen gegeneinander antreten. Wir haben die Nemischen Spiele, wo Athleten gegeneinander kämpfen. Bei den Pythischen Spielen stellen unsere Schauspieler ihre Kunst unter Beweis. Und bei den Olympischen Spielen, die immer in dem Jahr stattfinden, welches durch 4 teilbar ist, werden alle Wettkämpfer der verschiedenen Kategorien gegeneinander antreten. Sobald wir die ersten kulturellen Gebäude errichtet haben, werden wir zu diesen Spielen eingeladen. Da bekommen wir immer eine Nachricht. Und hier in diesem Informationsfenster können wir sehen, welche Chance wir haben, eines dieser Spiele zu gewinnen. Ja, und da wir im Moment noch nichts haben, ist auch die Erwartung eher schlimm. Und von daher sollten wir das jetzt mal ändern. Wir beginnen mit der Philosophenschule und dem Podium. Das Podium errichten wir hier. Es hat eine Größe von 2 x 2 Feldern und passt hier genau hin. So, und dann wird auch schon gesagt, dass wir eine Philosophenschule bauen sollen. Und die Einrichtungen zur Ausbildung dieser Spezialisten können wir immer etwas außerhalb der Stadt machen. Denn auch bei Zeus ist es so, dass unsere Bürger Zugang bekommen, wenn die Spezialisten an dem Gebäude vorbeigehen. Und von daher sollte man gucken, dass die Ausbildungsstätten etwas weiter weg liegen, damit so viel wie möglich Gebäude Zugang zu der entsprechenden kulturellen Einrichtung haben. Ich werde jetzt hier mal einen Weg rausbauen. Dann können wir nämlich hier später auch mal eine Erweiterung bauen. Natürlich müssen wir dann hier eine Sperre errichten. Und dann bauen wir die Philosophenschule hier hin. So. Sehr gut, aber jetzt brauchen wir natürlich hier in diesem Bereich auch nochmal ein Architekturbüro. Das errichten wir jetzt wo? Das kann hier hin. So. Ja, und jetzt sehen wir schon, die Philosophenschule ist aktiv und ein Philosoph wird jetzt zu seinem Podium gehen, sobald einer ausgebildet ist. Da sehen wir ihn. Den kann man auch anklicken. In der Stadt lebt es sich wie in Utopia. Ich kann mir keinen weiseren Herrscher vorstellen.
Ja, das ist Aristoteles. Vielen Dank für dein Lob. Ja, und wenn er jetzt hier an diesen Gebäuden entlang geht, entwickeln sie sich weiter. Da sehen wir es jetzt. Wir haben jetzt hier die Karte. Und die Karte kann sich erst weiterentwickeln, wenn unsere Gegend attraktiver wird. Ja, da werden wir uns gleich drum kümmern. Ja, sobald der Philosoph bei dem Podium ist, fängt er an zu debattieren und zu philosophieren. Da sehen wir das. Ja, und sobald hier das Podium besetzt ist, wird vom Podium aus auch hier Philosophen die Straße entlang gehen. Da sehen wir ihn jetzt. Und somit haben alle Gebäude entsprechend Zugang zu unserer ersten kulturellen Einrichtung. Gehen wir nochmal hier auf den Reiter. Jetzt hat sich das hier verändert. Die ismischen Spiele, die Spiele des Philosophen, da ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Gehen wir jetzt hier auf die Lupe, um mehr Informationen zu bekommen. Sehen wir, wie viele kulturelle Einrichtungen gebaut sind und wie die Versorgung ist. Tja, und wir sehen, dass mit einem Podium wir eine perfekte Versorgung momentan haben. Und hier wird auch nochmal gezeigt, dass also die Erfolgsprognose für die Spiele nicht besonders gut ist. Also sie brauchen noch weitere kulturelle Einrichtungen. Hier bei den Spezialkarten können wir einmal nochmal sehen, wie die Versorgung insgesamt der Kultur ist. Dann sehen wir aber auch alle entsprechenden kulturellen Einrichtungen. Das können wir nochmal spezifizieren, indem wir zum Beispiel nur Philosophen anklicken. Und da ist die Versorgung sehr gut. Und dann sehen wir natürlich auch nur die Philosophenschule und das Podium. Wer mich verehrt, dem werde ich fruchtbare Felder schenken. Ja, so viel zum Thema Philosophie. Und dann sehen wir gerade, wie Demeter durch unsere Stadt geht. Unsere Bürger möchten etwas schöner leben. Wir müssen uns jetzt um die Attraktivität unserer Stadt kümmern. Die Bauwerke zur Verschönerung unserer Stadt finden wir hier unter dem Reiter Ästhetik. Hier finden wir zwei Icons. Wir haben einmal die Verschönerung und wir haben einmal die Erholungsgebiete. Unter den Verschönerungen haben wir einfache Elemente, die wir entsprechend errichten können, um die Attraktivität zu erhöhen. Wir haben Säulen, 3 verschiedene, dorische, ionische und korinthische. Die können wir zum Beispiel hier setzen. Man kann sie einzeln setzen oder linke Maustaste gedrückt halten, ziehend direkt mehrere. Wir haben Parkanlagen, auch ein Feld groß. Und genauso wie bei den Säulen können wir sie einzeln setzen oder tatsächlich mit der linken Maustaste ziehend ganze Gartenbereiche. Dann haben wir noch 2 Elemente, nämlich die Prachtstraße und die Allee. Für beide Elemente müssen wir schon eine Straße errichtet haben. Bei der Prachtstraße sehen wir, brauchen wir eine Straße, die zu beiden Seiten nicht bebaut ist, weil die Verschönerungen links und rechts der Straße entsprechend gebaut werden. Hier ist es so, wir müssen mit der linken Maustaste ziehend entlang dieser Straße die Verschönerung errichten. Da sehen wir das, wie sie es aufbaut. Dann haben wir beidseitig die Verschönerung. Dann haben wir noch die Allee. Bei der Allee ist es so, dass nur eine Seite der vorhandenen Straße verschönert wird. Also hier brauchen wir nur eine Seite, die nicht bebaut werden darf. Und auch hier, linke Maustaste ziehend, können wir hier diese gesamte Straße verschönern. Ja, und wir können auf der anderen Seite Wohngebäude errichten, die auch vom Hausierer oder anderen Dienstleistern entsprechend versorgt werden. Also da brauchen wir uns keine Sorge zu machen, dass diese Gebäude nicht versorgt werden. Das funktioniert hier. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das auf der anderen Seite genauso mit der Allee. Dafür müssen wir aber das Podium einmal kurz abreißen. So, und dann Allee. Und auch hier linke Maustaste gedrückt halten, ziehend. Haben wir jetzt die gesamte Straße verschönert. Natürlich sollten wir unser Podium auch wieder aufbauen. So, und damit haben wir jetzt unsere Stadt schon ziemlich verschönert.
Gucken wir uns nochmal ganz kurz die Erholungsgebiete an. Da haben wir die unterschiedlichsten Elemente. Hier die Bank ist auch nur ein Feld groß. Kann man so entsprechend errichten. Blumengarten. Ein Gartenhaus. Ein Heckenlabyrinth. Ja, und das größte Element ist der Fischteich. Ja, und diese Elemente haben natürlich eine große Auswirkung auf die Attraktivität unserer Stadt. Ein weiteres Bauwerk zur Verschönerung unserer Stadt sind die sogenannten Denkmäler. Wir bekommen Denkmäler zu den verschiedensten Anlässen, zum Beispiel wenn unsere Bevölkerung zufrieden mit uns ist. Oder wenn wir einen Krieg gewonnen haben oder bei den panhellenischen Spielen als Gewinner hervortreten. Momentan haben wir noch keine Denkmäler. Das sehen wir hier. Das Icon-Denkmäler ist noch nicht freigeschaltet. Und hier in diesem Infofenster sehen wir auch, dass wir noch keine Denkmäler haben. Wenn wir Denkmäler haben, wird das hier entsprechend aufgelistet. Ja, und hier oben haben wir noch die Spezialkarte Attraktivität. Wenn wir die anklicken, sehen wir hier schematisch, wie die Attraktivität unserer Stadt ist. Je hellbrauner es wird, desto höher ist die Attraktivität. Ja, und durch unsere Tätigkeit haben wir schon einiges an Attraktivität gewonnen. Ja, und wir können sehen, dass halt alle Gebäude, die mit Produktion, Landwirtschaft und Vertrieb zu tun haben, aber auch die Gebäude, um unsere Kultureinrichtungen zu versorgen, einen schlechten Einfluss auf die Attraktivität haben. Natürlich gibt es auch Gebäude, die eine positive Wirkung auf die Attraktivität haben. Hier zum Beispiel ist unser Podium. Das Podium hat eine gute Wirkung auf die Attraktivität, genauso wie zum Beispiel der Stadtpalast. Deswegen können wir diese Gebäude auch in der Nähe unserer Wohngebäude errichten. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob unsere Bürger mit den Verschönerungen zufrieden sind. Ja, wir sehen, unsere Bürger sind zufrieden mit der Attraktivität und nun wollen sie Wolle haben, um sich weiterzuentwickeln. Das heißt, wir müssen unsere ersten Güter herstellen. Ja, und das große Thema Produktion von Gütern werden wir jetzt als nächstes behandeln. Die Produktpalette bei Zeus ist wesentlich geringer als bei seinem Vorgänger Pharao. Wie wir ja schon gehört haben, können wir Wolle herstellen, wenn wir Schafsherden entsprechend auf fruchtbarem Land weiden lassen. Wir können in der Landwirtschaft Oliven anbauen, um daraus Olivenöl herzustellen. Oder Weinreben kultivieren, um daraus Wein zu produzieren. Wir können Marmor abbauen und Holz gewinnen. Wir können unser Kupfer abbauen, um daraus Bronze herzustellen. Damit können wir Skulpturen herstellen oder Waffen produzieren. Und das Silber können wir in der Münzerei zu Silberbarren schmelzen und damit unsere Stadtkasse auffüllen. Die Rohstoffe, die wir über die Landwirtschaft produzieren können, finden wir hier nochmal unter Landwirtschaft und dann Plantagen. Ja, und wir haben immer ein Landarbeitslager. Hier werden die Mitarbeiter ausgebildet, die dann entweder die Rebstöcke oder unsere Olivenbäume kultivieren. Und wie wir sehen, können wir hier Reben und auch Oliven anbauen. Hier unter dem Reiter Gewerbe, dieses hölzerne Zahnrad, finden wir die anderen weiterverarbeitenden Betriebe und die Betriebe, wo wir Rohstoffe abbauen können. Rohstoffe finden wir hier unter dem Button Rohmaterial. Wir können also Holz in der Sägemühle herstellen. In der Steinmetzwerkstatt können wir Marmor abbauen und weiterverarbeiten. In der Münzerei unser Silber und in der Gießerei unser Kupfer. Unter den Werkstätten finden wir die weiterverarbeitenden Betriebe. Wir können im Bildhaueratelier Bronze zu Skulpturen weiterverarbeiten. Ja, Olivenpresse, da wird unser Öl entsprechend hergestellt und in der Kälterei unser Wein. Die Waffenschmieden finden wir hier unter dem Button Militär. Und zwar bei den Militärwerkstätten. Da finden wir die Waffenschmiede. Die anderen Bauoptionen werde ich dann später noch weiter erläutern. Ja, wie wir sehen, können wir alle Güter hier herstellen, die Zeus zu bieten hat. Ja, und wir wollen jetzt erstmal Wolle produzieren. Dafür müssen wir wieder hier
Reiter Landwirtschaft, Viehzucht, dann müssen wir eine Wollsammelstelle errichten. So, dann können wir hier eine hinbauen. Und dann müssen wir natürlich eine Schafsherde auf fruchtbarem Gebiet hier platzieren. Und die können wir tatsächlich nicht im Pausenmodus auf unserer Weide platzieren. Da müssen wir den Pausenmodus deaktivieren. So, und jetzt können wir aber unsere Schafe hier entsprechend platzieren. Ja, und es ist wie bei den Ziegen. 8 Schafe bilden eine Herde. Da sehen wir schon, wie es der Schäfer zu seinen Schafen geht. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch ein Lagerhaus für unser erstes Produkt errichten. Die Lagerhäuser finden wir hier unter dem Reiter Vertrieb. Da ist das Lagerhaus und wir errichten das Lagerhaus direkt hier und können es mit der Maustaste anklicken und dann öffnet sich das Infofenster und wir können das Lagerhaus entsprechend einstellen. Wie beim Silo haben wir hier das Feld mit dem X. Einmal angeklickt sind alle Produkte auf Nicht annehmen eingestellt. Wir haben hier auch 4 Befehle: Nicht annehmen, annehmen, holen bzw. fordern und leeren. Ja, wir werden jetzt dieses Lagerhaus nur für Wolle entsprechend einstellen und es kann auch komplett hier angenommen werden. Hier haben wir noch die Möglichkeit, entsprechend die Menge anzupassen. Ja, und ihr seht, dass wir in ein Lagerhaus keine Nahrungsmittel mit Ausnahme des Weizens einlagern können. Also Käse, Fleisch, Fisch und die anderen Nahrungsmittel können im Lagerhaus nicht eingelagert werden. Höchstens, wenn wir sie exportieren, werden sie direkt bei unseren Handelsposten eingelagert. Das werde ich aber später noch genauer erläutern. Wir können also hier nur Weizen annehmen. Hat damit zu tun, dass Weizen noch für eine andere Gewerbestätte genutzt werden kann. Und wie beim Silo verhält es sich auch beim Lagerhaus so, dass der Warenverkehr zwischen den Lagerhäusern auch ohne Straßenanbindung funktioniert. Das heißt also, habe ich ein Warenlager auf Vordern gestellt, kann sich der Karrenschieber aus einem anderen Warenlager die Ware holen, ohne dass wir eine direkte Straßenanbindung haben. Ja, wir brauchen jetzt eine Zeit, bis unsere Schafe geschoren werden können. In der Zeit gehen wir nochmal hier auf den Reiter Gewerbe und gucken uns das Infofenster hier an. Hier können wir sehen, wie viele Arbeitslose wir haben. Wir haben eine ziemlich hohe Arbeitslosenquote von 29%. Das ist nicht so gut. Und hier können wir auch sehen, was wir an Ausgaben im Bereich der Löhne haben. Das können wir nachher noch in unserer Stadtbilanz genauer sehen. Wir haben hier die Möglichkeit, das Lohnniveau zu verändern. Es steht immer auf Normal. Interessant ist, wenn ich das Lohnniveau sinke, habe ich weniger Mitarbeiter, die zur Verfügung stehen. Das kann man auch weiter runterbringen auf sehr niedrig. Da sieht man, wie sich die Arbeitslosenquote verändert. Oder überhaupt keinen Lohn zahle. Das hat aber Auswirkungen auf meine Beliebtheit, die sinkt dann relativ schnell. Umgekehrt habe ich ein hohes Lohnniveau, stehen mehr Mitarbeiter zur Verfügung. Sehr hoch habe ich nochmal mehr Mitarbeiter, die eine Arbeitsstelle suchen. So kann ich das sehr gut steuern, wenn ich zum Beispiel mal Mitarbeiter benötige, weil noch keine neuen Siedler in unserer Stadt eingewandert sind, kann ich über das Lohnniveau das entsprechend steuern. Das ist neu und auch ziemlich praktisch. Ja, gehen wir hier nochmal auf das Informationsfenster vom Gewerbe. Hier haben wir nochmal die Arbeitsverteilung. Hier können wir die verschiedenen Rubriken sehen, wie viele Mitarbeiter nötig sind und wie viele vorhanden sind. Da wir Arbeitslose haben, ist hier alles entsprechend besetzt. Wir können hier entsprechend die Prioritäten verteilen. Allerdings nicht mehr nach Nummern, sondern nur noch hoch, sehr hoch, niedrig, sehr niedrig oder gar keine Priorität. Ich lasse das immer so. Der einzige Bereich, der eine hohe Priorität bekommt, ist Gesundheit und Sicherheit, weil hier sind unsere Architekturbüros untergebracht und die sollten immer entsprechend Mitarbeiter haben. Hier ist der Gewerbestatus. Hier können wir sehen, welche Gewerbe wir haben und hier können wir den Betrieb entsprechend stilllegen oder auch wieder aktivieren. Ja, ich denke mir mal, jetzt warten wir erstmal, bis die erste Wolle in unserem Warenlager ist.
Die erste Wolle ist in unserem Warenlager. Wir haben jetzt hier 2 Einheiten Wolle. Ja, und damit entsprechend Wolle zu unseren Bürgern kommt, müssen wir wieder hier auf den Vertrieb, Agroas, und dann müssen wir den Wollhändler auf unserer Agora platzieren. So, und jetzt wird er entsprechend Wolle aus dem Warenlager holen. Ja, und der Hausierer wird dann dieses Gut an unsere Bürger weitergeben. Da sehen wir schon, wie er jetzt auf dem Weg ist zum Warenlager. So, hat die Wolle geholt. Auch er hat im Gefolge hinter sich Kinder, die entsprechend die Ware transportiert. Und dann ist es auch immer sehr schön hier animiert auf der Agora. Ja, und dann sehen wir auch, wie unsere Wohngebäude sich weiterentwickeln. Mit der Versorgung von Wolle haben wir jetzt das Haus. Und die Einwohner im Haus möchten nun besseren Zugang zu Kultur. Ja, die nächste Stufe für Kultur finden wir hier unter den kulturellen Einrichtungen. Und dann müssen wir das sogenannte Gymnasium bauen. Das errichte ich jetzt hier. Dafür muss ich die Sperre aber anders setzen, nämlich so. 2 Sperren, und diese Sperre muss natürlich weg, damit wir hier den Zugang haben. Und dann wird jetzt gleich ein Athlet an unseren Gebäuden entlang gehen und dann können sich diese Gebäude auch weiterentwickeln. Da sehen wir unseren Athlet. Ja, und unsere Gebäude entwickeln sich weiter. Wir haben jetzt das Mietshaus und unsere Bürger benötigen jetzt Olivenöl, um sich weiterzuentwickeln. Also das nächste Gut, was wir unseren Bürgern zur Verfügung stellen sollen. Allerdings müssen wir jetzt allmählich auch mal anfangen, unsere Stadt zu finanzieren. Wir können über Steuern unsere Stadt finanzieren oder natürlich über den Handel. Ja, und der Handel wird das nächste große Thema sein, was wir hier bearbeiten, allerdings im zweiten Teil unseres Tutoriums. Bis dahin sage ich Tschüss und hoffe auf ein Wiedersehen, euer Dominus.